Ich bin ziemlich stolz, mit solchen Leuten zu arbeiten. Mittlerweile ist es ja nicht mehr das Einfachste in der Gastronomie, so viele Mitarbeiter wirklich in dieser Qualität zu finden, dass jeder Hand und Fuß hat, dass jeder eigenständig arbeitet. Nobody is perfect, mich eingeschlossen. Fast alle. Na, das Team ist super, muss ich wirklich sagen. Also, was Besseres gibt's nicht. Der Lukas liebt Rasenmähen, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und er betreibt es mit Leidenschaft, so wie sehr vieles, aber Rasenmähen tut er wirklich auch sehr gern. Der Außenbereich ist für den Lukas auf jeden Fall total wichtig, für uns alle irgendwo, weil wir zwar sehr viel arbeiten, aber in Wirklichkeit einfach auch sehr gern draußen sind. Aber sicher ist es so, dass das einfach auch ein Zeitfenster ist, das er dann ernsthaft runterholt. Also da weiß er halt, er hat jetzt 1-2 Stunden, wo er aber einfach draußen ist und wo er seine Ruhe hat. Ich habe halt geschaut, seitdem ich das übernommen habe, meine Eltern schon, aber seit ich das mache, dass das mehr freundschaftlicher Part wird und ich nicht als Boss agieren muss, sondern eigentlich der Mitarbeiter von sich selbst schon so reagiert, weil er es will, weil er Freude an der Arbeit hat. Es ist viel zu lange Zeit schlecht mit Mitarbeitern umgegangen worden. Zu viele Stunden, zu wenig Lohn, finde ich. Ich will da gar nicht viel schimpfen, aber wir kriegen halt das zurück, was in den letzten 20, 30 Jahren einfach hingemacht worden ist. Aber über das will ich gar nicht anfangen, weil schimpfen kann jeder über die Vergangenheit. Alles war früher sowieso schlechter oder besser. Ich mache es, weil ich im Jetzt besser sein will und jetzt sagen will, warum. Im Tal wird es dann eng, wenn du unterschiedliche Rinderzüchtungen auch ein bisschen suchst oder mal schaust, was gibt es denn sonst noch in unserer Region. Und da darf man auch ein bisschen weiterschauen. Schon cool, es ist auch, wenn man da rauffährt, einfach voll schön. Wir haben einfach so lässige Produzenten gefunden, die in der Nähe sind, bei denen wir merken, dass die, wie wir ticken, dass jeder seine eigene Leidenschaft für sein eigenes Produkt hat. Das fühlt sich an, einfach wie wenn man Freund besucht, man hat eine Gaudi, man quatscht lustig. So macht es dann einfach Spaß, wenn man die Händler besucht, wenn man sieht, wie die Tiere aufwachsen, wie mit denen auch umgegangen wird, weil das ist natürlich auch ein Faktor. Gut. Er zahlt das einfach. Hinter den Nase zwingen sie runtergehen. Das sind jetzt rein, die ganz reinen Duroc. Die mittleren sind gereizt mit Schwäbisch Helles, schon ein bisschen leichte Fetten noch. Aber auch nicht mehr so brutal. Von dem gehst du ein bisschen weg, hast du gesagt. Ja, dass ein bisschen mehr die rein marmoriert und nicht so fett, dass halt für den Sommer zum Grillen haben halt die richtig perfekt. Ja, die Sohlen ist ganz wichtig für Schwein, weil die kühlt sich einfach die Haut an so einem Sommertag wie heute. Wie beim Hund halt mit der Zunge. Müssen sie über die Haut kühlen und dann können die auch wachsen und das passt. Wir müssen einfach hinter unserem Produkt stehen. Wir müssen hinter uns stehen, hinter unserer Familie, Freunde, Produzenten. Wir müssen einfach mit gutem Gewissen vorangehen. Wir sind jetzt an der Reihe, was zu bewegen. Nein, das ist halt auch der Punkt, das ist einfach schön bei dir zum Sägen, weil so siehst du das fast nirgends. Überall werden sie eingepfecht, nur Massenindustrie und da macht das einfach Sinn und das schmeckt man bei dir auch. Und da haben sie ja gar nicht mehr besser was für uns auch nicht. Nein. Das ist, er tagt das. Die haben ein lässiges Leben und dann werden sie respektvoll geschlachtet und das macht man fachlich. Für das halten wir Tiere, das ist ja so. Alles Sonnenleben war gespült. Und da kannst du ein gutes Gewissen haben, wenn du Fleisch isst.
Ja, wird jetzt ein bisschen kuscheln. Ja. Wie dass du auch suhlst, da denkt dir sicher. Ich soll ja auch ein bisschen sullen gehen, oder? Du jetzt ein bisschen. Eine tolle Geschichte, wo er mich mitgenommen hat. Dann kommt dieser Bauer raus, wie der Lukas, der gleiche Typ. Ich habe gedacht, das ist der zweite Lukas. So ein cooler Typ. Und dann diese Haltung, was er gehabt hat, das hat mich fasziniert. Wie er dann gleich gesagt hat, an jeden gebe ich mein Fleisch nicht. Jetzt muss ich die erst einmal kennenlernen. Also das ist schon, also irgendwas schon, ja, super, das taugt mir. Der Schreckbauer, der Sepp und die Michi. Da habe ich es gefunden, habe ein lustiges Telefonat geführt. Und dann bin ich aufgefahren mit dem Küchenchef und habe einfach mal gequatscht mit denen. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass wir beide Freaks sind in dem, was wir tun. Ja, also ein Vollblutbauer, für mich ein Mastermetzger. Ich glaube, man sieht es an seinen Händen, dass der genug hackelt. Wir haben vom gleichen geredet, vom gleichen Gefühl, was wir in der Zukunft aussehen wollen. Aber auch, dass das Tier nicht nur ein Produkt ist, sondern dass das Tier ein Lebewesen ist und solange es auch leben darf, auch bestmöglichst leben soll. Das soll das beste Quellwasser saufen, das soll die schönsten Wiesen im Sommer haben, das beste Futter kriegen von der Wiesen, denen soll es gut gehen, die sollen hochspringen, die Viecher, bis sie einmal aber auch als Produkt dann irgendwann, so hart wie es auch klingt, aber es ist die Realität, am Teller liegen. Aber wenn dieses Lebewesen so gelebt hat, bestmöglichst wie es nur geht, dann spürst du das am Teller. Dann spart er deine 100 Gewürze und deine 100 Soßen. Lass Qualität einfach nur schmecken. Und dann brauchst du gar nichts mehr da. Das tut man heute auch noch, wenn wir da zum Nachbartal fahren. Schauen wir genau, was macht der. Ja, sicher. Und man lernt immer dazu, muss ich sagen. Warum soll man nicht stolz sein, zu wissen, wie man mit Lebensmitteln umgeht, was Wein ist? Unsere Branche ist so vielfältig. Es ist so ein kreativer Beruf, der was aber nicht weitergeben worden ist. Was arbeitest du und du sagst, du bist in der Gastro, dann sagst du, oh ja, du arme Sau. Warum? Ich bin keine arme Sau. Ich kann mein Essen kochen, ich kann meine Getränke machen. Und du kannst dich weiterbilden. Du darfst täglich, wenn du das magst, mit Menschen arbeiten. Die Beziehung lebt von Emotionen. Es sind 36 Mitglieder, es ist einfach my family. Es spürt sich nicht nur so an, es ist tatsächlich so. Die kommen wegen persönlichen Problemen, die kommen einfach wegen allem. Ob's Geld, ob's Liebe, egal was es ist, ich bin für sie da und ich bin's gern, weil ich krieg's 10-mal zurück. Ich glaube, das will ich weitergeben. Einfach für die Zukunft da ein bisschen zu zeigen, wieder stolz zu sein auf unseren Beruf. Wieder junge Leute in die Gastro zu kriegen, in unseren Beruf zu kriegen. Weil es ist eine der schönsten Sachen, was man haben kann. Mit Menschen arbeiten, das ist eine Berufung für das Leben. Wir brauchen die Freiheit, wir brauchen die Kreativität. Als Gast, als Mitarbeiter, als Gastgeber, du brauchst das Miteinander, dass du kreativ sein kannst. Die Gäste kommen wegen uns, die Einheimischen kommen wegen gute Produkte, die kommen wegen die Leute, die was hinter am Label stehen, hinter einem Produkt stehen, weil sie spüren wollen. Dann ist es nicht nur ein Gast, es entsteht eine Freundschaft.